Den La Family Park gibt es seit 1995, also jetzt schon im 23. Jahr. Und die Grundidee war eigentlich, Techno-Musik mal aus den dunklen Clubs, aus den Bunkern und so weiter, aus diesen ganzen Off-Locations rauszubringen, raus in die grüne Natur an einem Tag. Und dieses Jahr jetzt mit unserem neuen Konzept hier in Rüsselsheim haben wir 4 Bühnen und es spielt das komplette Who is Who der Underground Techno- und House-Szene. Auf dem Weg zu diesem Gelände, der ein langer war, haben wir uns viele Festivalgelände angeguckt und sind dann hier in der Stadt Rüsselsheim mit offenen Armen empfangen worden. Klar war aber auch, dass dieses Festivalgelände all unsere Kriterien zwar erfüllt, aber die ersten Prognosen, die waren mehr so, das ist nicht durchführbar. Die Schallpegel, die wir auf den Floors erreichen wollten, da war klar, dass das nicht erreichbar ist mit einem herkömmlichen System. Wir haben generell sehr hohe Anforderungen an den Sound, sowohl in der Signalführung über das Mischpult zu den Endstufen auf digitaler Basis 96 kHz, als auch auf den Dancefloor an sich. Darüber hinaus haben wir hier Emissionsschutz, den wir beachten müssen. Anwohner in sehr dichtem Umfeld haben im Vorfeld sehr viel Planungszeit darauf verwendet, eben zu schauen, wie kriegen wir möglichst hohen Pegel auf die Tanzfläche bei möglichst geringer Belastung für die Anwohner. Wir haben uns dann das Gelände vor dem Hintergrund der Schallemissionen angeguckt und haben angefangen, uns im Noise Calc zu kalkulieren, was die Herausforderung ist, und sind relativ schnell zum Schluss gekommen, dass es mit GSL funktioniert und eigentlich mit einem anderen System nicht funktioniert. Noise Calc wird dafür verwendet, um die Schallemissionen von einem Festival darzustellen. Bei diesem Festival eignet es sich besonders gut. Wir haben hier eine neue Technik bei den Line Arrays im Einsatz, die SL-Serie. Und diese SL-Serie strahlt nach hinten und zur Seite weniger Schall ab. Und das kann man in Noise Calc darstellen und sehen. Es gibt Frequenzbereiche, die kann man recht gut kontrollieren. Das heißt, die kann man im Zweifel recht gut auch von bewohnten Gebieten wegrichten. Es gibt aber immer diese 1,5 bis 2 Oktaven, also sprich von etwa 100 bis 300 Hertz, die bislang nicht unter Kontrolle zu bekommen waren, weil einfach die physikalische Größe von so einer Line-Array-Box einfach nicht ausreicht, um den Frequenzbereich zu kontrollieren. Das ist jetzt eines der Dinge, die man in der SL-Serie ganz aktiv angegangen hat. Das heißt, genau das, was man normalerweise in den Emissionsmessungen als, ich sag mal, störenden Rest feststellen kann, nämlich diese 2 Oktaven, die kriegt man ja auch noch unter Kontrolle. Und das prädestiniert ein System wie die SL-Serie für den Einsatz hier sehr nah am bebauten Gebiet. Als Event Acoustics haben wir das System Metrao entwickelt. Das ist ein netzwerkbasiertes Schallpegel-Messgerät, welches real-time sehen kann, wie bei einem Festival wie hier, dass du mehrere Stages hast, an denen wir eine Metrao platziert haben und dann halt die Umgebungspunkte, wo auch Metraos sind, die die ganze Zeit im Prinzip miteinander kommunizieren, wo wir im Prinzip sagen können, wenn es an einem Außenmesspunkt zu laut ist, von welcher Stage es im Prinzip kommt. Und das halt auch noch auf welcher Frequenz. Das bedeutet, dass du nicht nur sagen kannst, du musst die ganze Stage jetzt ein bisschen sachter setzen, sondern du kannst halt im Prinzip nur sagen, hey, wir sind gerade auf der 50 Hertz, ein bisschen zu laut, es kommt hier ein bisschen zu hart raus, bitte nimm ein bisschen von den 50 Hertz raus. Also wir können hier auch sehen, wie fortgeschritten schon die SL-Series ist in Zusammenspiel mit der Metrao. Wir haben hier in Rüsselsheim die gesamte SL-Serie im Einsatz. Das heißt, bei den großen Bühnen GSL mit SL-Sub, bei den kleineren Bühnen KSL mit SL-Sub. Wir können aber zwischen den Bühnen, dank der großen physikalischen Ähnlichkeit und dank Array Processing, ein 100% identisches Klangbild anbieten.